Die Vorgänge, die sich in jenem Haus ereignet haben, erscheinen zunächst schleierhaft. Die Bilder sind sehr hässlich! Was genau hat sich hier zugetragen? Um Käufer zu gewinnen. die wir Unbedingt. begrüßen. Eine junge Frau möchte ihr Haus abstoßen. Eine Meute von Kaufinteressenten besichtigt dieses Haus, angeleitet von einem Makler namens Axel Freund. Böse Nachbarn stoßen hinzu und verraten, dass es sich bei diesem Haus um ein Bluthaus handle, weil es besudelt ist mit dem Blut der Eltern. Es wird klar, dass die junge Frau von ihrem Vater von klein auf zerstört wurde, sexuell und emotional. Und an einem gewissen Punkt, nachdem sie es die ganze Kindheit hindurch mitgetragen und ausgehalten hat, kann die Mutter nicht mehr und ersticht den Vater und danach sich selbst, schneidet sich die Kehle durch. Und dieses Blut ist in diesem Haus. Schalen und Gehäuse, Schalen und Gehäuse, Schalen. Die Verantwortlichen werden zum Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit befragt. Es gibt eine weitere Schicht, die beschäftigt sich damit, dass Nadja permanent von den verstorbenen Eltern angesprochen wird, in Situationen der Vergangenheit hineingezogen wird. Es ist sehr raffiniert gemacht, wie man diese zwei Zeitebenen gleichzeitig erleben kann. Es gibt von Hendelklaus dafür erfunden Schauspieler und die Schauspieler bedienen im Wesentlichen diese Hausführungsrealitätsebene. Du hast das schönste Haus verdient. Den Garten für die Malerei. Johannes Mahr. Japanisch? Zart. Mit meiner schwarzen Tusche. Nimm die Hand. Ich mag die Bilder nicht. In der Musik hört man was völlig anderes. Man hört wie Innenwelten. Man hört manchmal, in welchen emotionalen Extrembelastungen sie da mittendrin steckt. Das ist unfassbar kompliziert zu proben, weil man kann im Grunde immer nur mal eine Schicht organisieren, weil jedes Wort, das sie sagen, ist auf Zeichen eines Instruments aus dem Orchester. Die Sätze sind nicht als Sätze an einen Schauspieler gegeben, sondern Sätze laufen durch alle Schauspieler hindurch, sodass sie oft nur ein Wort sagen, die dann aber wiederum diese Worte einen Satz ergeben. Sehr schnell, noch einmal. Okay. Wir begreifen. Dass sie fliehen. Aus dem Bluthaus! Bluthaus? Darin. Unter ihren Sohlen! Sie verzeihen. Blut! Verschmiert! Sind auch die Wände. Es ist gut. Es ist gut. Sie sollten. Eine furchtbare Tat versetzt die Menschen in Aufregung. Hätten wir etwas ahnen können? Also zum einen grundsätzlich die Entscheidung, dieses Stück als Rückblende zu erzählen. Diese Klammer, die ja auch durch den Monteverdi getragen wird, das hat sich auch, würde ich mal sagen, im ersten Probentag bestätigt, dass das ein bisschen der Schlüssel ist, da wir die Protagonistin zunächst, nachdem dies alles passiert ist, auf einer Polizeistation kennenlernen. Der Kommissar, der sie verhört, verlässt den Raum und eigentlich dann beginnt dieser Tag, an dem die Kaufinteressenten durchs Haus geführt wurden. Aufgrund dieser Erfahrung mit der Unmöglichkeit von Liebe, lieben können, fällt ihr Entschluss, sie muss in diesem Haus bleiben. Und sie wird hier, ja leider, schrecklich, unerlöst zugrunde gehen.
Es ist wie ein Blick, den sie ja in den Spiegel wirft. Also sie sieht sich oder versucht, sich selbst zu erkennen. Es ist ihr aber nicht mehr möglich, weil dieser Spiegel geborsten ist. Das heißt, sie blickt eigentlich in einen Scherbenhaufen oder in Scherben, in Splitter. Die Identität ist wirklich zertrümmert. Und die Musik schafft genau diese Scherben ja auch und schafft auch einen Malstrom von Scherben. Und das ist diese meisterliche Musik, die das eben so sprechend schafft. Sie dürfen sich nicht schneiden. Obacht, auf die Scherben! Immer handelt die Musik von Nadia, immer. Mit jeder einzelnen Note geht es nur um Nadia. Und dieser Versuch, sich zu erkennen und das nicht zu schaffen, ist eben die Bewegung dieser Oper. Eine Frau wurde zerstört. Die Fähigkeit zu lieben ist vernichtet. Das Haus fällt zusammen. Denn ohne Liebe ist auch die Hoffnung gestorben.